Was haben die Foo Fighters, AC/DC, die Red Hot Chili Peppers und Simon & Garfunkel gemeinsam? Sie haben alle weltberühmte Songs, die man am ersten Akkord erkennt. 8 von diesen markanten und sehr berühmten Akkorden werde ich euch heute zeigen. Modern Guitar School ist online. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser. Ich bin aktiver Live- und Studiomusiker, leite auch noch meine eigene Musikschule in Wiesbaden sehr erfolgreich seit 25 Jahren und möchte euch gerne auf dem Kanal hier mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben. Worum geht's heute? Ihr kennt es alle. Ihr hört den ersten Akkord eines Songs und sagt sofort, yes, das ist der Song XY, den kenne ich. Manchmal braucht es wirklich nur einen Ton oder einen Akkord, einen Anschlag, einen Sound. Man weiß sofort Bescheid. Diese Chords sind natürlich super wertvoll, denn sie prägen ja einen ganz bekannten Song oder stehen für einen speziellen Gitarristen oder haben einen speziellen Sound. Und nicht umsonst sind diese Songs ja berühmt geworden. Deswegen werde ich euch heute mal 8 von diesen Perlen zeigen, die ihr auf jeden Fall in euer Gitarrenrepertoire integrieren solltet. Schnappt euch die Gitarre und los geht's! Sehr schöner Sound, oder? Was wird da gespielt? Ich bin im Drop-D-Tuning, bedeutet eure dicke E-Seite ist auf D. Die restlichen Seiten sind Standard. Das ermöglicht euch andere Sounds, andere Akkorde. Der erste Akkord ist ein D Major 7 Akkord. Bedeutet, ihr habt die leere D-Seite als Grundton, die Dur-Terz, Fis, auf der A-Seite und die Major 7, das ist der Ton unter der Oktave. Hier wäre die Oktave D. Ihr geht einen Halbton tiefer. Das sieht aus wie ein Powerchord. In den 11. Bund auf die D-Seite für den Ton Cis. Und habt einen wunderbar modern klingenden D Major 7 Sound. Der Change zum nächsten Akkord ist auch super easy. Ihr legt einfach nur den Zeigefinger als Barré auf die E- und A-Seite und habt den nächsten Chord. Schiebt diesen Chord in den 5. Bund runter. Nächster Akkord und geht wieder zurück. Hört euch nochmal die ganze Akkordfolge mit Backing Track an. Ein ganz normaler Dur-Akkord, trotzdem hört man irgendwie, dass das die Red Hot Chili Peppers sind. Ihr verschiebt einen Standard C-Dur-Akkord, einen Ganzton höher zu D-Dur. Müsst ihr leider mit Barré-Technik machen, mit Capo geht das bei dem Song nicht. Und dann erhaltet ihr logischerweise einen Ganzton höher einen D-Dur-Akkord. Und alleine durch das Picking hört man, welcher Song es ist. Spätestens bei dem zweiten Chord und dem markanten absteigenden Lauf ist ganz klar, was los ist. Hört euch das nochmal zum Backing-Track an. Bei dem Chord weiß auch sofort jeder Bescheid. Ist zwar nur ein Standard G5 in einem speziellen Voicing, trotzdem hört man sofort, dass es AC/DC ist. Und die kurze Erklärung für die Akkorde ist ganz einfach. Wenn ihr einen Standard D-Dur in den 8. Bund verschiebt, sodass der Ringfinger im 8. Bund ist, wird aus dem D-Dur-Akkord ein G-Dur-Akkord. Terz liegt auf der dünnen E-Seite, braucht ihr nicht. Und spielt nur diesen kleinen Ausschnitt. Ich blende euch das hier mal ein. Nach einer ganz kleinen Melodielinie geht es zum D-Dur-Akkord. A-Shape, verschoben in den 7. Bund. Dann erhaltet ihr mit diesen 3 Seiten die 3 Töne von einem D-Dur-Akkord. Und um diese 2 Akkorde dreht sich das Intro. Also super einfacher Change, G5 auf D-Dur. Hört euch das mal zum Backing-Track an. Jawohl, die Scorpions, endlich mal eine deutsche Band. Still Loving You wurde 1984 veröffentlicht
und war, soweit ich weiß, ein Welthit von der Band. Da fällt mir ein, ich habe mal Support gemacht. Also meine Band damals, Sheila, war die Supportband von den Scorpions in Künzelsau. Da waren, glaube ich, 15.000 Leute da. Da habe ich mit Matthias Japs ein super nettes Gespräch geführt neben der Bühne. Ich blende euch das mal ein. Da haben wir über seinen Bandscheibenvorfall gesprochen, den er sich zugezogen hat. Von dem vielen auf der Bühne herumspringen, sagte er. Und er war total locker, hat den Sound von meiner Band gelobt, mein Gitarrenspiel. Und das hat mich schon damals sehr geehrt und berührt. So, kurz zu den Akkorden. Da hat, ich glaube, Rudolf Schenker hat die Nummer komponiert, wie die meisten Songs von den Scorpions. Hat er einen D-Moll-Akkord genommen, einen normalen D-Moll-Akkord in der Leerseitenposition. Ich hoffe, ihr kennt den. Wenn ihr diesen Akkord verschiebt in den 8. Bund, Referenzton, sage ich immer, ist auf der B-Seite. Mit Referenzton meine ich den Grundton. Dann überlegt ihr, was ist im 8. Bund auf der B-Seite. Das ist der Ton G. Und somit wird aus dem D-Moll-Voicing ein G-Moll-Akkord. Das ist der Eröffnungsakkord der Nummer. Ihr könnt die leere D-Seite im Bass spielen, denn D-Moll hat als Quinte den Ton D. Das bedeutet jetzt, das ist ein G-Moll-Akkord mit Quinte im Bass. Und dann geht es weiter mit einem typischen Relikt, was ihr bei ganz vielen Songs habt. Ihr lasst den Chord oben liegen, ändert aber den Basston. Basston geht nach unten, das Akkordpicking bleibt gleich und somit bekommt der Akkord eine leicht andere Farbe. Ich habe euch das als Backing-Track auch nochmal aufgenommen. Hört mal rein. Father and Son von Cat Stevens, Oktober 1970 veröffentlicht. Mein Gott, schon ganz schön alt der Song. Aber trotzdem diese kleine Akkordwendung kennt jeder. Und wirklich genial einfach. Er nahm einen G-Dur-Akkord und zwar mit gedämpfter A-Seite. Da legt ihr am besten euren Ringfinger dran, dass die A-Seite nicht klingen kann. Denn ihr benötigt jetzt Mittelfinger und Zeigefinger für einen Hammer-On, dass aus diesem Voicing ein C-Dur entsteht. Ja, die letzten verbleibenden Finger, Mittelfinger, Zeigefinger, hämmert ihr auf D-Seite 2 und B-Seite 1. Ich blende euch das auch mal ein. Und dann erkennt ihr, dass ihr mit diesem kleinen Hammer-On ein Change von G-Dur nach C-Dur erzeugt. Wunderbarer Trick und jeder kennt diesen Klang. Hört euch das mal im Backing-Track nochmal an. Das war der erste wunderschöne Akkord von The Sound of Silence von Simon & Garfunkel. Auch ein Bombensong, tierisch schön zweistimmig gesungen, gitarristisch sehr einfach. Ich glaube, die verwenden da bestimmt ein Capo im 6. Bund. Dann wird das viel leichter und dann können sie auch besser dabei singen und müssen nicht auf den Hals schauen. Ich spare mir das Capo gerade mal. Ihr braucht im Prinzip nur dieses kleine Voicing. Auch das blende ich mal ein. Und es sind im Grunde eigentlich auch nur 2 Akkorde. Nämlich einmal ein S sus 2 und ein Cis-Dur. Hört euch das nochmal im Backing-Track an. Vielleicht ein etwas harter Break von Simon & Garfunkel zu Steve Vai, aber so schön ist das nun mal mit der Gitarre. Sie ist so vielseitig. Auf Steve Vai wurde ich, glaube ich, das erste Mal aufmerksam, als er bei David Lee Roth einstieg und spielte die Scheibe Eat 'Em and Smile ein. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören, was da an Gitarrenarbeit stattfindet. Nicht von dieser Welt. Hammer.
Steve Vai ordnet man sehr gerne den lydischen Mode zu. Das bedeutet ein Dur-Mode mit einer Kreuz 11. Das ist jetzt vielleicht für viele gerade ein bisschen zu hoch, aber es handelt sich um einen Dur-Akkord, wie gesagt, dem dieser Ton eingepflanzt wird. Und somit bekommt der Dur-Akkord eine gewisse Mystik. Und das ist so ein bisschen der typische Steve Vai Sound. Diesen Chord habe ich der Nummer For the Love of God entnommen. Für mich eins der besten Gitarreninstrumentals aller Zeiten. Er spielt da sowas von emotional und trotzdem technisch auf einem absolut unfassbaren Niveau. Aber das Ganze mit Ausdruck müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Hier ist der kleine Backing-Track dazu. Einer meiner absoluten Lieblingsakkorde, ich glaube, ich habe ihn schon mal gezeigt, als ich ein Solo von John Sykes zeigte vor ein paar Wochen. Es ist der wunderschöne E-Moll 7-9 Akkord oder E-Moll 9 kann man noch sagen. Von dem Welthit Is This Love von Whitesnake. Geniale Nummer, toller Gesang, tolles Arrangement, tolles Gitarrensolo. Auch unbedingt mal anhören. Kurz noch zur Erklärung. Ihr habt als Basis den ganz normalen E-Moll-Akkord, einer der leichtesten Akkorde auf der Gitarre. Lernt jeder Anfänger, glaube ich, in der zweiten Gitarrenstunde. So, dem verpasst ihr eine None. Bedeutet, ihr geht von dem E ein ganz Ton höher zum Fis. Nennt sich None. Allein das macht den Chord schon viel schöner. Und jetzt setzt ihr oben noch auf der B-Seite den Ringfinger oder Mittelfinger und greift damit die Septime. Somit habt ihr zwei Zusatztöne in den Akkord gefügt, die None, das Fis und die Septime, das D. Hört euch mal den Backing-Track an. So, wunderbar. Das waren 8 Akkorde, bei denen sofort ein Song im Kopf startet, wenn man sie hört. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Akkorde lernen. Ich hoffe, ihr habt gern zugeschaut. Wenn das so ist, gebt mir gerne ein Like, haut auf die Glocke, abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn der Kanal immer mehr Menschen erreicht und Gitarristinnen und Gitarristen davon profitieren können. Unter dem Video findet ihr den Link zum Begleitmaterial. Da gibt es Gitar-Pro-Files. Da gibt es PDFs, wo ich auch nochmal alles erkläre, den Aufbau der Akkorde, wie das funktioniert, wie die Intervalle heißen, wie ihr das greifen müsst und das alles nochmal mit sehr gut eingespielten Backing-Tracks. Okay, das war's wieder für heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich setze mich jetzt an den nächsten Workshop für euch, damit ich euch nächste Woche wieder was Gutes präsentieren kann und sage bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Üben.